Du stehst an der Kasse und schiebst deine EC-Karte in das Lesegerät. Dabei vertraust du völlig blind auf dieses winzige goldene Quadrat auf dem Plastik. Die meisten Menschen glauben, dieser Chip sei einfach nur ein passiver, kleiner Speicher, der dem Kassensystem lediglich deine Kontonummer vorliest. Aber das ist ein gewaltiger und extrem gefährlicher Irrtum. Wenn dieser kleine Kontakt nur eine einfache Speicherkammer wäre, könnten Kriminelle dein Bankkonto innerhalb von wenigen Sekunden komplett leerräumen. Dieses goldene Quadrat ist kein einfaches Stück Plastik. Es ist ein hochkomplexer, sich selbst verteidigender Computer im Miniaturformat. Willkommen beim Kern der Dinge. Wir analysieren heute, warum die alten Magnetstreifen eine absolute Einladung für Diebe waren und wie ein winziger Prozessor deine Identität bei jedem einzelnen Einkauf völlig neu berechnet. Wir klären, warum dieser Computer sich im absoluten Notfall sogar selbst zerstört und warum kontaktloses Bezahlen viel sicherer ist als sein Ruf. Wenn du die unsichtbare Kryptographie verstehen willst, die dein Geld jeden Tag vor dem Diebstahl schützt, dann abonniere jetzt diesen Kanal. Um die Brillanz dieses goldenen Chips zu verstehen, müssen wir uns die düstere Vergangenheit der Banken ansehen. Erinnere dich an die Zeit, als wir unsere Karten noch mit einem dicken, schwarzen Magnetstreifen durch das Lesegerät gezogen haben. Dieser Streifen speicherte deine sensiblen Daten, wie die Kartennummer und den Sicherheitscode, völlig unverschlüsselt ab. Jedes Mal, wenn du die Karte durch ein Gerät gezogen hast, rief der Streifen exakt dieselben, starren Informationen in die Welt hinaus. Wenn ein Betrüger ein manipuliertes Lesegerät anbrachte, konnte er diese ungeschützten Daten beim Vorbeiziehen einfach heimlich kopieren und auf eine leere Karte klonen. Die Daten waren statisch, immer gleich und absolut wehrlos. Um diesen massiven Betrug zu stoppen, erfanden die Firmen Europay, Mastercard und Visa einen völlig neuen weltweiten Standard. Sie erschufen den winzigen Chip. Wenn du diesen Chip unter einem starken Mikroskop in seine Einzelteile zerlegst, findest du keine einfachen, passiven Speicherblöcke. Du findest einen vollwertigen Mikroprozessor. Dieser Prozessor ist das denkende Gehirn der Karte. Er besitzt einen hochgradig gesicherten Arbeitsspeicher, in dem deine Daten extrem streng kontrolliert und eingesperrt sind. Die Karte besitzt sogar ein eigenes winziges Betriebssystem, das komplexe digitale Befehle ausführt. Das absolut wichtigste Bauteil ist jedoch die kryptografische Maschine, die tief im Silizium verborgen arbeitet. Wenn du diese kleine Maschine in das Lesegerät schiebst, passiert etwas Magisches. Das Terminal schickt über die winzigen Metallkontakte einen Stromstoß in die Karte und weckt den schlafenden Prozessor aus dem Nichts auf. Der Chip fährt sein Betriebssystem hoch und startet sofort einen hochgradig gesicherten, digitalen Handschlag mit dem Kassensystem. Der Chip beweist dem Terminal durch digitale Zertifikate und komplexe Schlüssel, dass er absolut echt ist und nicht von Kriminellen manipuliert wurde. Anstatt dem Terminal nun deine echte Kartennummer zu verraten, nutzt der Chip seine größte Waffe. Die kryptografische Maschine generiert einen sogenannten Kryptogrammcode. Das ist ein einzigartiger mathematischer Zahlencode, der ausschließlich für diesen einen einzigen Einkauf gültig ist. Das Kassensystem sendet diesen Code an deine Bank, wo er in absoluter Echtzeit entschlüsselt und auf Betrug geprüft wird. Selbst wenn ein Hacker tief im System sitzt und diesen Code abfängt, ist er für ihn völlig wertlos. Der Code verfällt nach der Nutzung sofort für immer. Für den nächsten Einkauf muss der Chip einen völlig neuen, unberechenbaren Code berechnen. Der Chip in deiner Hand ist nicht nur ein Rechner, er ist auch ein knallharter Bodyguard. Er überwacht den gesamten Bezahlvorgang permanent auf verdächtige Anomalien. Wenn der Chip spürt, dass er von einem fremden, manipulierten Lesegerät angegriffen wird, greift er zur letzten Maßnahme. Wenn jemand versucht, die goldenen Kontakte physisch aufzubrechen, kann der Chip seinen eigenen Speicher komplett löschen. Er zerstört sich selbst elektronisch, um deine geheimen Daten vor dem Feind zu retten. Heute stecken wir die Karte kaum noch in das Gerät, sondern wir tippen sie oft nur noch kurz auf das leuchtende Display. Im Inneren der Plastikkarte verläuft eine hauchdünne, unsichtbare Antenne aus Kupferdraht. Das Lesegerät an der Kasse sendet unsichtbare, extrem kurze Radiowellen aus. Die Antenne in deiner Karte fängt diese Wellen ein und wandelt sie in genügend elektrischen Strom um den Chip völlig kabellos aufzuwecken. Der Chip generiert drahtlos genau denselben, einzigartigen und streng verschlüsselten Einmalcode. Durch diese dynamische Verschlüsselung ist das kontaktlose Bezahlen extrem sicher, auch wenn viele Menschen aus Unwissenheit das Gegenteil glauben. Wenn du das nächste Mal an der Kasse stehst und ein Stück Plastik auf das Terminal legst, dann halte einen kurzen Moment inne. Du hältst nicht einfach nur deine aufgedruckte Kontonummer in der Hand. Du hältst einen gepanzerten, sich selbst verteidigenden Computer in der Hand, der in wenigen Sekundenbruchteilen hochkomplexe Mathematik löst, um dein Geld zu beschützen.